Nummer 1. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets Sonneruh. Heilig, heilig, heilig so. Heilig, Herr Gott Zebaoth, heilig, Herr der Himmelsherrin, starker Herr, verricht der Mond, Himmel, Erde, Luft und Meere, sind erfüllt von deinem Ruhm. Alles ist dein Eigentum. Auf den ganzen Erdenkreis loben große dich und Heilig, dir Gott Vater, dir zum Preis. Singt die heilige Gemeinde, sie singt Lob auf seinem Thron, deinen eingeborenen Sohn. Nummer 31. Nummer 31. Hier sagt, dass es wie wir Gott die Ehre bringen, vielleicht noch gut die Hand hätten, du wie Gott im Wort sagen. Ewig Vater, deine Güte, zeigt uns täglich die Natur. Wollen unsere Augen schauen, leuchtet deine Liebe Spur. Alle Welt bringt Ehre dir, alle Welt bringt Ehre dir. Deine ewig Vater, für und für. Wind und Meere sollen preisen deine unbegrenzte Macht, und der Sonne Strahlen könnt im Himmel Sonnenpracht. Alle Welt bringt Ehre dir, alle Welt bringt Ehre dir. Deine ewig Vater, für
Morgens jeder einer. Ik freue mich, jullie hier welkom te heten. Jeder einer, wat hier gekomen is, voor deze Gottesdienst van des Morgens. En ook een Zeugnis in de Taufe, wat de Taufe is. So ist ein besonderer Tag. Wenn wir können uns dort feiern, dann ist das was sehr Besonderes. Dort bedient durch Lebwort. Du hast, wo nach einmal eine lebende Hoffnung, du hast nach einmal ein Evangelium, was wir verkünden können, und was du einen Unterschied merkst. Dat is een ganz bijzonder doen. Ik mag hier een vers lezen uit dem Petrusbrief. Dat zegt du so, maar we checken dan. 2. Petrus 3 sagt het, dies ist der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euch erinnern erwecke euren lauten Sinn, dass ihr gedenket an die Worte, die euch zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an unser Gebot, die wir sind Apostel des Herrn und Heilandes. Der Erinnern war auch, dus von der Morgens der Erinnern, diese wir, was der Herr uns gegeben hat, diese lebende Hoffnung, was wir können haben. Und das haben wir auch sagen, dass der vor dem in anderen Brief gelobet sei. Der wird uns wahre geboren hat, eine lebende Hoffnung. Das ist das Wundervolle, ganz Besondere. Hij heeft voor zijn dingen zo wat Besonderes, zo wat Wertvolles. Wir checken, was ist wertvoll. Wenn wir checken den Alten Bund, dann sagen wir, der haben verschiedene Gefäße. Die werden was Gefäße, die haben einen ganz, ganz besonderen Wert. Die werden ganz aus Gold. Und diese werden gebraucht, die Könige zu bedeuten. Da wird der Wein geschenkt, da wird das Eten abgedreht. Das werden die besonderen Gefäße. Net aan die woord, wanneer beraubt wordt en bekriegt, dan worden deze metgenomen. En hebben een zeer groten Wert. Den Wert haben Kinder Gottes beim Herrn. En dat is der, wat tut, met alle geweld wel wegreden. Aber von anderer Seite wird auch die Gefäße, wo du so ganz beschmutzt und befleckt werden, die Gefäße, wo du so eigentlich entweder bis zur Schwindsucht gebraucht worden, oder sogar eine Infektion haben, der wird bestimmt, der so rückgedreht und verbrennt. Der Unterschied von den Gefäßen, wo die werden und zu was die gebraucht worden, mögt den Unterschied, was von Werte haben. Wir werden von der ein bisschen reden, in dem Petrusbrief von ein paar Gedanken, wertvoll, was der wertvoll ist. Da, die Gedanken in Petrusbrief, aber in Epheser, weil wir lesen, was der wertvoll ist und was für eine Stellung wir in dem Herrn haben. Sofort die Sinne schon close rückgeht, dann brauche ich noch eine Abstand zum Gebet, wo der passend ist. Und Gott, uns vor dem Himmel, wie kommt zu dir in so eine besondere Stunde, was von dir, Herr, ich danke dir für dein Wort, was wir immer wieder kennen, lesen. Ich danke dir, dass dort eine Kraft hat, was uns verändern wird.
Und von der anderen Seite auch, wenn wir nicht im Gehorsam leben, dann holen wir uns weg von dort, wenn dort redet. Ich danke dir dafür, für die Kraft in das Wort. Ich danke dir, du noch einmal die lebende Hoffnung ist, was du ben ist und was wir predigen können. Das Evangelium, was du ben ist. Ich freue mich auch, was man in jeder Sinne gelehrt sein. So auch jeder einer, was in der Klasse sagen wird, in teilnehmen wird, wo du die Harten aufmerken, wo du jeden, dass er können, einen Unterschied merken in uns Leben. Er hat uns wird verändern zum Guten. Wo du diese Stunde sehen, auch mit John, wenn er die Botschaft hat, so auch die Zeugnisse von Jeb und Rebecca, auch die Taufe von Christina, wo du den Segen geben, für diesen Vormittag hier so. Amen. Darf wir Platz nehmen? Glaubenslieder Nummer 127. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut, an uns und allen Händen, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an, und selig wird zu gut, bis er hat getan. Der ewig reiche Gott, woll uns bei unserem Leben einen erfreulich ist und edlen Frieden geben und uns in seiner Gnade erhalten Wort und Wort und uns aus aller Not erlösen hier und dort. Lobe und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohn und in der beiden bleibt, im höchsten Himmelsthron, dem dreieinigen Gott, als der anfänglich war und ist und bleiben wird, jetzt und immer da. Das Hauptvers, dat we lezen uit Epheser 2. Da wil ik wat Gedanken uitnemen aus dem ganzen Kontext, Epheser 1 und 2, was uns diese Gedanken rüberbringt, mit alle Vers taub, aber wir wollen hier so einmal über Epheser 2 von 1 bis 8 lesen. 1 bis 9. Sagt es dit, und auch euch, da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr weiland gewandelt habt nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, unter welchen auch wir alle weiland unseren Wandel gehabt haben in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt, in Christo Jesu, auf das er erzeigte in den zukünftigen Zeiten den überschwinglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christo Jesu. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist das. Nicht aus dem Werken, auf das sich nicht jemand rühme. In Verstehen sage ich noch,
Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Meine Gedanken werden besser da en das uitdruk hier so, den Wert, was wir haben in Christus. Welche reden von diesem Wert in Christus. En wir wollen hier so uit de Versen 5 bis 7 drei Gedanken, was wir da wollen rücknehmen. Eint erst hier so einmal, dat wie wir dood in Sünden, en der Herr hat uns abgewagt, lebendig gemerkt, en er hat uns in das himmlische Wesen gesagt. Diese Gedanken, du besser so rücknehmen mit diesen ganzen Tags. Wertvoll, was ist wertvoll? Für uns, was ist wertvoll? Und wir würden Titan zum eben nur denken, was ist mir wertvoll? Was ist für mich von großer Wert? Ich glaube, es wird sehr unterschiedlich sein. Und ich glaube, wir würden sagen, was uns 10, 20 Jahre sehr wertvoll wird, von der wird es auch nicht. Oder was uns von der sehr wertvoll ist, wird euer nicht. So, was merkt der Unterschied, als ein Ding wertvoll ist? Und ich möchte hier in eine kurze Reflexion lesen. Ein Basketball, eine Walmart vor, in meine Hänge nehmen, gut in Betul, dann gebe ich vielleicht $20. Das ist der Wert für diesen Basketball. Aber ein Basketball in der Hänge von Michael Jordan, was dann der beste Basketballspieler wird, für den geben sie $30 Millionen. Das ist der erste Ball gewesen. Merkt einen Unterschied, wer den in den Hängen gehabt hat, wer den in den Hängen hat. Ein Stock in meiner Hand, als vielleicht zum Hung aufwehren, wie ein Prager, aber ein Stock in Moses in der Hand, wat der Rode Meer duilen. Also ich kann merken einen Unterschied, der das in der Hand hat. Der Schleuder, wie die Kenia, das ist ein bisschen spieltig. Das ist von ungefähr der Wert. Aber ein Schleuder in der Hand von David, das wie eine mächtige Waffe, was diesen riesen Goliath anbringen kann. 5 Brotjes und ein Fisch, ein paar Fisch, 2 Fisch dann, das ja für uns ein paar Sandwich, das wir gut uns schon voll eten zum Mittag. Aber in der Hand von Jesus Christus wird Nahrung für 5000 Menschen. Und dann bleibt er noch über. Merken Unterschied, in dem es hängt das ist. Nägel in unser Hängen ist vielleicht zum ein Fellhüstchen, zum Stahl, nicht ein sehr großer Wert, wenig Geld. Aber Nägel in der Hängen von Jesus Christus, das bedeutet die Radung von der ganzen Welt. Kommt darauf an, wer der in den Hängen halten wird. Nu mag ich sagen, ein verbreiteter Sünder in der Hängen von Jesus Christus, das hat ein unmetbarer großer Wert. Der Wert von der eine Seil, was so viel teilt, wenn der Meister hat, könnt ihr nicht davon merken. So, ich merke einen Unterschied, in dem es hängt das ist. So, den Wert, was wir haben, merkt Unterschied, mit wem wir zu tun haben, in dem es hängt wir sind. Und das ist, was uns hier so, Epheser 2, ein Bild durchstellt, diesen Stellenwert. Wir reden nicht so sehr von das alte Leben, wo wir bangen werden, was die Beschreibung hier ist, sondern wir reden von dem Wert, was das kriegt, in seine Hänge. Da wir tot waren in den Sünden, hat er uns am Christus lebendig gemacht. Und indem der Christus abstimmt, dort erst du, wo diese Hoffnung für uns auch wird, dass wir das selbe würden erfahren können, dass mit uns das selbe würden passieren, den Tag, was wir dort annehmen dürfen. Der erste Punkt, was wir hier sehen, das ist, wie wir in Tod. Wie wir in Tod. Und dann, was sehr wichtig ist, der Tod, das ist Tod in Sünden. Das ist der Zustand. Tod wegen Sinn. Diese Krankheit von dem Tod, die Todeskrankheit, die hat uns alle behaftet. Die hat uns alle angetastet. Was von Schrecken ist dort, wenn wir der Erfahrung merken, dass uns nur, dass die nicht leben, der wird sterben, der ist todeskrank, also das keine Hoffnung für Leben. Was von Schrecken ist dort, für die, die diese Erfahrung gemerkt haben, das ist, wie jässlich sein. Das ist der Schrecken, wo jeder einer jässlich auf diese Welt ist abgekommen. Tod in Sinn, Tod wegen Sinn. Wir Menschen scheinbar sind so, wir glauben,
diesen Doden irgendwie noch ein bisschen zu verbessern. Wir glauben noch, an diesen Doden schaffen zu können. Wir wollen noch ein bisschen abputzen, wir wollen noch ein bisschen Treibsamen, wir wollen noch den sein Leben den anpassen. Aber was passiert da? Dood ist Dood und der ändert nicht. Das ist ein stinkendes Ding. Das ist so, was wir zur Zeit schaffen. Das ist so, was du so rieb ist für den ewigen Tod. Was sagt uns dort? In diesem Zustand, Tod und Übertretungen in Sinn, sind uns die erste Frage auch. Das ist das Spree. Und was ist Spree? Das ist das letzte Stoff, was man fängt, wenn man für jene Zeit abbetenne, dass wir den coolen offenen Platz, wo die Luft bieten können, ein reingefederter Platz, was hohe Grund hat, stehen erst genug in Israel, dass sie so eine Stelle fangen, und dann vielleicht ein bisschen am Eiweitje, dann nehmen sie das Getränk, schmeiten dort mit der Schaufel eine Hech, Wurfschaufel wird das genannt, und dann das nach dem Windje, dass der so schmeckt, der Spree, fernweich pusten, und der reine Kuhn voll rauf. Und das wird so ein kleines Windje sein, was dort könnte passieren. Dort ist der Wert, was wir in dieser Stellung haben. Tod und Sünden. Dort ist von ungefähr, wofür wird es wir sein. Hebräer sagt uns, dort ist das, im Kontext sage ich noch mehr, aber dort ist bis ein schreckliches Lügen von den Feuereifer. In Matthäus 3,12 sagt es auch, dort das Spree, die Wort verbrennt. Also, dort knickert bis immer atmen als der weich. Dort brennt sehr schwer. Dort hat bis immer so abknicken und das Spree weich. Und der Gott sagt, so viel wird es dort. Und dort ist in der Stellung, was wir sehen, so viel wird, sei wie. Dort ist alles, was wir wird sein. Und was sagt uns dort in Jesaja 54, wenn wir lesen wollen, Jesaja 54, sagt ich, wir sind so schwinche Kadren. Dort ist alles, was wir sehen. Dort ist unsere Gerechtigkeit, alles Gute, alles, was wir nach Proben verwiesen, das Todje, was wir nach Proben den abzuschmücken, dort sind schwinche Kadren. Das ist alles, was das ist. So gut wir uns auch benehmen dann, jährlich sei wir so prosperstaut. Also, so viel wird es im Moment uns. Das ist der Wert, was wir haben. Das ist ein stinkendes, deutsches Wesen. Wertlos. Wertlos. Ganz unwert sei wir. Das ist so, als wir sehen, sagt uns dort Wort, sagt Paulus hier so in Epheser. Wenn auch die Ägypter ganz besonders können Soll anrühren und anwickeln, dass sie können 70 Teil den Toten noch abgeiert haben. Aber da kommt der Tag, und da steht nicht auf 70 Teil, dann muss der weichergestellt, dann muss der begraben. Da wird es durch. Du kommt der Moment, dann sag ich bloß, das wird los. Das wird los. Das hat keinen Sinn. Da kommt der Moment, dann immer so wie sein Tod im Sinn. Das ist durch, das ist vorbei. Und wo glücklich wer dort erkannt, und wer dort in der Zeit erkannt, wegen anders als es wird los. Und seit der Geburt, ich sage wie Rieb und Reut für die Hall. Kein wird. Also wir sind noch nicht verantwortlich. Für dort wegen kleine Kinder, wir sind nicht verantwortlich für ihr Leben. Sie sind auch schuldig. Das wird sagen, denn denen ist das Himmelreich. Also Jesus, dort besteht Jesus dort. Und das wird wir Pferden versiegen, dort zu holen. Weil wir sind auch schuldig, wir gehen nicht verloren. Und wir proben, dort Schmack zu holen, dort wir diese Haltung wollen holen können. Aber dort hat viel schlug. Wirklichkeit sei wie wertlos. Wir sind wertlos. Dort ist die Stellung. Das ist der erste Part, was wir hier sehen in Epheser. Epheser 2, was uns der fünfte Vers sagt, sagt der erste Kapitel, redet auch von dieser ganzen Radung hier so. Ein sehr schönes Kapitel, du Eva. Der zweite Part, was wir hier sehen, das ist, der Herr hat uns abgewagt. Der hat uns lebendig gemerkt. Das ist das Wundervolle. Weil wir diese lebendige Hoffnung haben, der Herr, der hat lebendig gemerkt. Das anbietet an uns, dieser Sinn, das ist das, was wir können begnadigt worden. Und wenn wir ticken dann, das wird sagen uns, was wir in Wirklichkeit sein. Wir haben all gesagt, was anbietet wir sein. Und wir hier auf 24 Vers lesen, dann fängt wir so noch einmal weiter, dass wir sind zwischen warm. Dann sagt uns Markus 9, 46, dass den Tag, wo wir sterben, wir verloren geht, das ist so ein warm, wo du so nicht wird utgehen, also wo du immer brennen wird. Das sei wie du so die Stellung eigentlich, was wir sehen, und von wo er uns rückgeraten hat. Wenn er uns abgewagt hat, wenn er uns lebendig gemerkt hat, dann ändert dort von so einem Leben wird, nur so einen besonderen Höhen wird.
Also het gaat om dat de haar abgeweigt in levendig gemerkt hat. En Doja, der kon dat nicht selbst. Wo wird in Doja sich selbst schon abweichen? Nicht nur ein Kranker kann scheinbar sich für selbst halten. Der muss eine Maschine sein, dat den ja te halten, dat die behand kann. Und scheinbar so fertig, dann ja zu sein, hat er nicht für das Haupt gekriegt, Doktor halt, eine Ambulanz, dann würde wahrscheinlich nicht leben von der. So ihrem ersten Fall. Aber wenn man nicht tot ist, was geht er zu tun? Wir als Menschen noch weniger. Aber wo will in Doja selbst sich abweichen? Wo glaubt wir selbst uns zu raten? Wo glaubt wir selbst uns zu halten? Das ist doch sehr unsinnig. Du hast eine hechelnde Macht von Büten, was du mit euch wandt. Das muss eine Revolution geben, das muss ganz das worden, was umändern. Das kann nicht bloß sich verbessern, verändern. Das gilt der Unterschied zwischen Leben und Tod. Hier hat uns abgeweicht, hier hat uns lebendig gemerkt. Wir werden tot. Und Doja, der kann sich nicht lebendig merken. Wir kennen nicht unsere Anstrengung, das teilt nicht. Wir kennen nicht. Wir haben eine Entscheidung zu merken. Na, wir haben zwei Entscheidungen, so wird es jetzt sagen, habe ich zu merken. Und das ist Buße. Das ist nicht bloß, das ist Glauben da. So fährt man bloß, der Glauben betont werden, das fährt man sich vor, das zu fühlen, das zu verstehen. Aber wenn du so Buße erst, dann wird man also ehrlich glauben. Wenn ich Buße kann tun, dann habe ich Sinn erkannt. Und dann habe ich meine Stellung erkannt, dann habe ich vielleicht eine Rare erkannt. Dann kann ich auch vielleicht glauben. Der große Unterschied hier so, der Warnung, was im Leben geht. Uit Genuden, das war hier so erst. Das sieht uns wieder durch am Tag, dass das erst uit Genug, dass er uns abgewagt hat, dass er uns lebendig gemerkt hat. Wir werden dort nicht eigentlich Gott wird, aber wir sind genug. So zu verstehen, wo wir los wir werden, so sprich, und von anderen sie, Gott wird nicht mutschuldig, uns zu raten, dass er noch uit Genuden deut, was wir nicht nur verdient haben, das uns abwarten, das ist ein doppeltes Ding. Ein doppeltes Ding. Das ist genug. Wo trifft er? Wo arbeitet er? Wir können Gott seine Leute nicht verstehen, wenn wir uns als Sünder haben erkannt, wo sündig wir sind, dann können wir noch viel weniger verstehen, wo Gott so gut ist zu uns. Oder wie man ein König, der hat einen Minister, und das Minister, der behauptet immer weiter, dort, du wirst rarer, und wem er glaubt, und der hat von der Schuld und von den Tod frei gemerkt. Den König wird das nicht deutlich, und er fragt, was ist das? Ich als König, wenn ich da was zu tun habe, ich check bloß meine Döner, und dann sind vor ich. So, wohin wird ein König selbst kommen, in diese Welt, zu raten? Ich check bloß meine Arbeiter, und dann tun die Arbeit, was er viel zu tun. Und der Minister, naja, was will er sagen? Wohin wird der König selbst kommen, zu raten? Das Raten, wohin wird er selbst kommen? Wohin wird er nicht checken? Und sie sagt, geben ihm ein bisschen Zeit. Und dann geht er und lässt er sich den König sein Jungchen, 2 Jahre Jungchen, nur mehr an. Da er ziemlich krank mit dem Lad, mit Holz zu schnitzen, der trägt in seine Kleidertjes an, was der Jungchen hat, den König sein 2 Jahre Jungchen. Und dann, ein Tag, so ist der König noch mal da, schwammt am Butter mit seinem Bootchen, hält sich da ein bisschen so ab. Und das Minister stellt dem an, den Kant, was der durch ein bisschen so rum ist. Dann nimmt das Mann und schmiert diese Papp dann. Du so im Butter nehmen, so dass der König dort sitzt. Und er ist bis in der Meinung, das sind 2 Jahre Jungchen. Und der Hübs im Butter nehmen, dort zu raten. Du so. Unzweifel, zu zweifeln, was er will tun, reinfuß Hübs den Butter nehmen und will sein Jungchen raten. Und dann fragt der Minister, wo wir ihn selbst wieder in Butter gesprungen. Wo wir ihn jetzt dort, was die tun haben. Und dann sagt der König, dort ist dort hart von dem Führer, was es dort handeln wird. Gut, dort wieder Antwort. Dort ist dort hart von dem Führer, was uns wel lebendig merken. Das Wirtlose, das Spree, das Warm, das ganz anbetfallen, was zu stinken ist. Dort wird das Führer hart, was mit Genuden sich das handeln will. In dieser Erwählung zu leben, der hat für Vorgrundlegung der Welt bestimmt. Was sage ich? In Jesus Christus. Wer in Jesus Christus wird sein, dort ist die Erwählung für Herbestimmung, hat er gesagt, was die sollen sein. Was von Höhe und Stallen wird, die sollen sein, was in Christus wollen sein.
zu der Erwählung als in Jesus Christus. Nu als de Frau habe ich Buße getan. Habe Buße getan. Dat is wat er braucht. Wir machen einmal Buße getan haben im Leben. Dat der Herr uns kann Leben nicht merken. Und als wir uns können überzeugt sind von unserer Radung als, habe ich Buße getan. Dat ist der erste Schritt. Buße. Und Buße ist kein Glauben. Das schafft nicht. Das meint Gebrechen sein. Das wird fallen. In Jesus Christus. Kann bloß daran sein, wenn es ganz Gebrechen, ganz ein Bitterches vor ihm kommt. Dat hij kan vorig merken. Dat hij kan wird vor merken. Dat is de einzige Weg. Bloß bußfertig kann heil gemerkt worden. Wenn ich Buße getan ist, dann, und wenn wir niemals haben Buße getan, dann sind wir niemals lebendig geworden. Buße. Das sei ja scheine Wut, was von der auch ein bisschen so ein fremdes Wut geworden ist. Weißt du, wir drucken sie in die schon von der nicht mehr. Auch in unserer Bibel, das ist alt. Das sind wir, das haben wir endlich mehr. In Buße, das ist auch so ein Wort, was von der schon da fängt an Fremdwort zu werden. Leider glauben, leider an seine Verhaltungen festhalten und so wieder. Und aber Buße, das ist so ein glückliches Ding. Und das erste ist. Und dann kann all das ewig nach hinten rankommen, dann haben wir das alle. Nächstes. Was sagt uns das hier? Er hat uns abgewagt und nu den Wirt, was er sich gegeben hat. Und was sagt uns das so noch einmal? Epheser. Da wir das lesen. Was sagt du so? Und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt in Christus Jesu. In Christus wie der Radung, in Christus wie diese Erwählung, diese Bestimmung, Wort von der Stahlung wie so ein Hahn, Wort von Bier, dort so hoch. Wo der Herr uns beschenken will und beschenkt hat, was wir erfahren haben. Was von Preis haben wir in Jesus Christus? Und wie ich in seine Hände sind, was von Preis habe ich dann? Und wie ich durch die Bitterkeit seinen Arm gebracht und heute habe was von gemerkt, was von Wert habe ich. $30 Millionen? Das ist das Basketball wird. Oder von Michael Jordan seine Kotjes. Und so von den Kotjes merken dann, vielleicht ein Bild, wo er kriegt den Oder Carlos Slim, als reichster Mann auf der Welt, als dort den wird, was wir haben, von seinem Reichtum. Wo sind wir in Wirklichkeit? Was für ein Preis haben wir? Das ist hoher Preis. Das sagt uns Matthäus 16, 26, sagt das das. Was hilft es dem Menschen, so er die ganze Welt gewinnt, nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Hier erkennen wir all in diesem Kontext den Wert von der Seele. Dort die ganze Welt kann ich den Preis geben. Ich hätte nicht zu ersagen für den Wert von einer Seele. So was für ein Wert habe ich in Jesus Christus? Ein sehr hoher Wert. Die Welt, die löst diesen Menschen nicht. Und kann hier nicht was zur Erlösung tun. Was hilft es den Menschen? Der kann nicht. Mehr als die ganze Welt. Das ist der Preis. Die Welt wie nicht genug, so Gott gibt den Himmel. Das ist den Wert, was er ab uns sagt. Nu ist die Frau, Ludwig, den Wert von uns merken. Komm, wie es dort gebracht in seine Hände, dort wir den Wert können haben in seine Hände. Wenn möchte darauf an, wer uns in den Händen hat. Dat is den Wert, wat we hebben. Wat doen we met het oude bad? Wat houdt ons ervan ab, zo'n oude bad, dat dit aan te nemen? Als dat Buße doen, ik heb weer thuis doen, mit hem so versuchen, kom und dit nicht erkennen, wat ik in Christus zijn. En wat ik in Christus zijn, dat man niemand wirklich glücklich wird. Ja, ich sei vielleicht, ich sei ein Kind Gottes, aber das kommt nur nicht, wo im Leben rührt. Dat ik dat wirklich geleefd heb. Dat ik dat wirklich angenommen. Dat Leben wist dat nicht. Also, dat geht nicht zu sein, dat ich in Christus diesen großen Wert habe. Deswegen ist es sehr wichtig, zu erkennen, was wir in Christus sind und was wir mit Christus sind. Diese Buße, der Buße, was du so reich viel merken wird. Buße, und wie muss ich einfach abrichtig Buße tun? So fertig kann wir uns reich reden, en wenigstens Ängste tauschen. So wie das ich bin, sei dort ich macht. Aber das ist nicht Buße. Buße, dann ist du gleich eine Frau. Dann braucht man nicht was rüt placken. Dann kommt das so rüt.
Und dort ist dort, wo du uns glücklich merken darfst. Weil wir wollen ein Mensch durch die Stadt von Garten Eden an, soll wir so tun, als Folge von seinem Stadt, auch die Menschen, die sind bei verfehlen, die sagen, glücklich ist Gott. Die Stadt hat uns durch von auf. Wenn wir noch ein bisschen kicken, wenn wir diesen wird in Jesus Christus sein in Hand, was soll in uns tun? Also, was ist noch praktisch für uns mitzunehmen in Haus? Und eins ist vielleicht besser Menschen, die fallen immer ein bisschen so wenig. Mit mir ist es gering, mit mir ist es wenig. Und ganz besonders, wenn sie immer meten, dass die was mehr sind, mehr haben, schmecker lassen, oder besser was kennen. Wir meten uns immer nach alles besiegt. Und dann holen wir immer ein bisschen wenig von uns. Ist das, was Jesus Christus sagt von uns, ist ein bisschen wenig mit dir? Er sagt, in seine Hänge so wie wertvoll. So wie mehr wird ist die ganze Welt. Do wir nicht Jesus Christus belegen, wenn wir so wenig von uns holen? Ich habe wieder nicht sagen, nicht mit mir erst, aber ich bin geläuft. Ich habe mir was gelegt. Ich bin geläuft von Jesus Christus. Sieg das doch nicht tun. Wenn wir in seine Hänge sind, der wird erst dort, was wir in Christus sind. Und nicht, was wir sind. So hat nicht mit uns zu tun. Da werden wir dort einmal behauen. Also, hafte wir ein Gefühl von, wenn einmal ist wenig, dann denkt man, was ihr in Christus bist. Und wenn ihr noch in Christus bist, dann wundert mich das nicht. Aber in Jesus Christus, du sei wie wertvoll. Das nächste, der andere sagt vielleicht, wir leben vielleicht glücklich. Dann, als Christ glücklich leben, dann muss wir du auch sein, erkennen wir den Wert in Jesus Christus, wo wir glücklich sind, mit dort, wo Jesus Christus uns verhauen wird, dass er uns ein himmlisches Wesen stellt in Jesus Christus, dass er uns so eine hohe Stellung gibt. Ein kleiner Junge, ein Prinz, ein Königsjunge, den war mal richtig gefordert. Er soll mal ein paar schlechte Wirt sein. Und dann merkt ein kleines Füßchen, sagt er, ein Prinz, ein Königsjunge, der dat nicht ins dort. Du kommst nicht so eine Wirt ever. Und das ist diese klare Überzeugung, was wir machen haben. Wir leben würdig. Wir sind ein paar was hechere Berauten, als wir ein Leben tun. Wir sind wertvoll in Christus. Ich glaube, das ist noch ein Ding, was uns das soll tun. Zu erkennen, den Wert in Jesus Christus, was wir haben. Dass wir wertvoll sind. Und das ist das soll uns zur Dankbarkeit bewegen. Gelobet sei Gott und der Vater Jesus Christus, unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichen Segen und himmlischen Gütern. Sagt uns Epheser 1,3. So, der Dankbarkeit, der Lob, soll du berührt kommen, wenn wir das Reich erkennen. Das ist eine Folge davon. Das nächste, was du so sollst, glaube ich, das ist hier verstehen. Dass es ausgeführt würde, da die Zeit erfüllt war, zweite Kapitel verstehen. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Wir sollen Gutes tun, vor allem. Wenn wir so wertvoll sind in seine Hände, dann wird uns dort bewegen, zu guten Worten. Also das soll uns bewegen. Und was noch? Dort ist in 1. Kapitel, Vers 7 und wieder, an welchem wir haben die Erlösung, und uns ist es alle rechtlich widerfahren, und er hat uns weiten lassen, diese Geheimnisse, und also kein Top-Gefut von Vers 7 und wieder rauf, fingen wir den Top-Hang von Zeugen. Was Herr uns getan hat, was Herr uns mitgeteilt hat, du fandest Zeugen. So mochte es dort sein, bei uns. Der Folge von, dass wir wertvoll sind in Christus, dass uns zur Dankbarkeit, zum Lob bewegen, zu Worten und zum Zeugen. Wir sind wertvoll. Wo wir wegen Jesus uns Leben hat. Wenn Jesus ihn nun auf uns Leben geschrieben ist, kann auch sein. Wenn wir in seine Hände sind. Ich hatte die Geschichte mal einer verteilt, ich muss mit dieser schließen. Ein armer Mann, das ist in Prager, das letzte, was er noch verchecken können, wegen am sehr Hunger, denn er hat schwarze eten, da will eine Violin. Und er hat mir nicht geschafft, weil die Violin verchecken. No, der will nicht, wir haben hier alles falsch tun. Die brückte Violin, wir haben alles falsch. Und schließlich, das ein Mann, der hat von ein paar Dollar, Betts, der dort an der Violin aufchecken. Und verkaufte, er hat ein paar Dollar, und er hat drüht, nicht Dollar, in England sind nicht Dollar, aber so viel wird aus ein paar Dollar. Und er hat drüht, und danach sich bei der Eten checken.
Dat is maar een klein stukje buiten, de spets, de bekijkte violin, en eenmaal zetten de band de noem. Wem's noem de band staat, wat voor een violin dat is. De noem, maakt zo'n grote onderscheid. Hij rent nog uit en dat zijn we de Plaaghaus en zegt, hey, wat die mij heeft verkauft, dat is een zeer grote Wert. Hij wil hem entweder de 3 geven, oder meer geld geven. Maar hij denkt dan ook niet, dat is verschwungen, das Plager, hij kan het niet bij noem. En Luther verkauft den für $5.000, so viel ist $5.000. Was wegen du so, der in der Nomen band stond. Dat is den Wert, wat wir in Christus haben. Wenn wir in seine Hände sind, und er sein Ticken auf uns steht, das wird in Jesus Christus. Nummer 546. Wir fragen Abstimmung, wir passen das. Und der Welt und die Freude, der sich kommt für alle Sünden, lebe nur für meinen Heiland, dazu singt er sein Glück. Lass mich singen, einzig
plaatsnemen. Nummer 13. Nummer 13. Vergiss nicht so danken dem ewigen Herrn, hat dir viel Gutes getan. Bedenke in Jesus, vergib dir gern, du kannst ihn so wie du es machst. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Warf unsere Sünden ins Äußerste her und betet den ewigen an. Du kannst ihn vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Liebt dich, auch wenn du ihn kommen gemacht, ist näher als je du gemeint. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater das kann. Warf unsere Sünden ins Äußerste des Kind möchte sein, von Vater zum Erben erlangt. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Warf unsere Sünden ins Äußerste Meer und betet den ewigen an. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Warf unsere Sünden ins Äußerste Meer und betet den ewigen an. Gut, wir werden uns Bulletin einmal bekennen. Als Aufruf habe ich hier von der, denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. Römer 10. Und ich sage, 100.000 halbe Christen geben noch keinen einzigen ganzen Christen. Gut, hier sollen wir werden ein Zeugnis haben, nur das, und dann noch eine Taufe, und noch ein Gesang von der Jugend. Und in die Hoffnung ist von der Konstanz Bomon in Elvaje, der Isaac Bomon, der war sein Abtedom, da sind du so richtig gefahren. Und von der anderen Seite sollen wir hier so auch, weil die Schwester wollte sein, länger abwesend gewesen, weil nicht näher, was Fese noch gesagt hast, wer aus, da kommt ihr heute noch mal über selber Worte, das macht Wort nicht. Aber die Schwester gab nie viel, sondern glaube ich in den Werk 3 gekommen, wegen der Quäse noch nicht. So sind auch ab, was das Werk war, und über den 3, so frei waren es dort. Und auch, das da bei der Wiebschick, erst hat ein paar Werke nicht ran gewesen. Und so auch Wesley in Rosella Kroon, werden vor ein paar Monaten sogar war ich, in Kanada, dann war da 3.
En zo ook zijn wat begrafenissen geweest. Die Geschwister John Fair, Peter Kroon, weet niet wer noch. Aber immer eine Creme war hier so, hier zu sein, war alle taub. Merkt das sofort, wenn jeder einer da ist, wenn der fehlt, dort ist das bei noch immer eine Lücke, wie uns. Hier ist das erste von der auch 32 Nummer, als Jugendstund, alle Jugend eingelud. Zweitens die Andachten bei der Schule, dann Peter Fair und Peter Dick. Drittens am Montag, Tag 7 zuwes, weil wir Geschwisterversammlung in Brauerhut haben. Das sind mehrere verschiedene Dinge, die wir bechecken werden, betrachten. Und möchte wünschen, dass jedem einer wird passen, zu kommen, zum Montag, Tag 7 zuwes. Alle Geschwister, Jugend, ich denke an, getaufte Jugend, die sind am Pott zu fahren. Viertens, im Mittwoch, Tag 8 zuwes, als öffentlicher Gottesdienst. Und das ist ein Ältester in Deutschland, Peter Rampel, nicht den älteren Mann, die hier so ein paar Mal gehört haben, oder was jemand geredet hat, das den sie sehen. Das ist auch ein Ältester, hat kennt mit seiner Tochter in seinen Sehen taub, wegen Schule, und was Arbeit, mit Deutschmaterial in der Schule, und wegen halt Präge wird früher, halt Fußball dann hier so noch, und mit dem Wut da, und halt stellt sich auf der Pferd. Und du wirst dann nicht in Stunde sein, morgen dort. Und dann auch wird er in die Hoffnung, in Zion-Gemeinde predigen, und die sind auch eingelud durch. Wir haben eingelud zum Mittwoch hier, und wir sind eingelud dann auch durch. Das waren zwei verschiedene Themen sein, so habe ich das bestellt. Und wir sind hier bei Futz, das nächste, Punkt Nummer 5, das dann auch erst auch aufstehen, Gemeinde- und Jugendchor. So, ja, das kommt eben anders, kann das nicht, meist anders ändern. So, bei haben die dann diese Möglichkeit nicht, aber alle anderen sind dann herzlich eingeladen. Sastens, Freitag, Tag 8 Suves, ist dann eine Ansprache für Jugend von der beiden Gemeinden und dann hier so in Schönfeld, wo auch Peter Rampel reden wird. Sinnung, Tag 7 Morgens, ist Gebetsstunde, haben ein sehr wertvoller Thema, gestern Morgens auf Gebetsstunde und machen nicht alle anladen, auch zur neuen Sinnung parat. Tag 8 Suves ist dann Mannakur, Rückmerken für das Programm. Nächsten Sonntag soll der Kurs up sein für die Operation, was Bruder Jeb Paivi gehört hat, die letzte Weg, dass die Nerven der Trübeln am Evident so sei, das kriegst du so, dass sie frisch müssen operieren. Hostig, sie sind in Guadalajara, haben die nicht einmal Wort, 3-4 Mal, wo viel Mal essen, oder was, ist operiert worden, so dass sie dem nicht ganz leichen. Ja, da können sie hohe Kosten nehmen, eben, weil sie am positiv, wir reden das damit an, aber, ja, da ist er noch im Hospital. Das Bein schlaft noch, er kann noch nicht von der steht. So, nächsten Sonntag ist der Kurs auf für ihre Doktorie. Das sind eben ein paar 100.000, was das mal was kosten wird. Das wirklich fertig ist dort, was das eine große Summe darf. So, ich habe endlich so unterstützen mit das. So, haben noch lange nicht sind gehört, und haben die Diakon diese Verstellung, dort ist dort dann dort öffentlich die Kurs wird aufsehen, was nächste Sonntag dann kommt, dort ist dann alles für ihre Doktorie. Und da wird für entbeten. In diese Lehre, in das Verhältnis, dort das war erst für entbeten. Und so, meine Mama soll von der noch immer wieder operiert worden, so da ich im Tag ist nicht klar war, naja, in ihrem Fall, was nicht fertig kommt, weil die Kühl nicht beim blieben, die Muskeln haben nicht fern Fuß, und sie wollen noch einmal operieren von der, sie sind in Monterrey noch. Tiendens hier so, der Mannakur, weil nächste Sonntag, wird Vorträge haben, es steht eine Anleitung, so Martin dort Sonntag Schulierer, so wird nicht Sonntag Schul sein, der Mannakur wird den Vermittag, so die Anleitung so annehmen. Oftens hier so, habe ich für jeden abzutun, dat das ist der Judy Bahnmann, zij is Jenny Freis, Judy Freis, zij zijn in Friedensartus en ze heeft toen erst Zeugnis gegeben en waren dus een match hoffen, Benjamin Freisen. So, Gott das hier vereint du so. 12. Lesematerial, haft du viel, sind da vielleicht auch dort, die du gewahr sind, aber der Leserfreund erst du so, nimmt ihn so, und die nicht viel gleich zu lesen, dort du einmal Kart, dann kann du auch was lesen, das ist interessant. Wat nog wordt metgedeeld, Herrn Pana del Met dort van Sainapuchi, wie du so
wordt liggen gebleven van 2003, wordt stiller in de dag, in maart, geloof ik. En dat is dus beëindigd. Ik heb dus van de Schwester Herrn Panas deze zaken opvoeren, wanneer dient dus wordt gebleven is. Nächste hier sind die Almosen von letzter Sonntag werden 24.420 Peso und 60 $. Ist da noch was über sein ist? Okay, gut, dann werden wir als nächste übergehen für das Zeugnis von Rebecca Niefeld. Sie wohnen hier so 2 Nuber Schwieger, ich weiß nicht, wo sie wohnen. Und sie werden von der ein Zeugnis mitteilen. Sie haben sich geäußert, das Verlangen, hier so Tüß zu sein in Schönfeld. Und die werden endlich Gelegenheit geben für das Zeugnis. So, darf ich abtreten. Dank voor de komst, maar niet verder. En vrijwillig dat we deze gelegenheid gaan gaan. Het is vandaag. Dat als van Jezus, dat we het champ, het onafhankelijk moet zijn. Ja, ik ben het niet op. Ik wil het verwerken. En ik ben hier een stuk afgewassen. In de schooltijd had ik een stuk gewacht, dus ik daar zo. Wo ik het niet geleerd had, is niet zo geïnteresseerd. Dat had ik dan veel bevoegd weer. De schooltijd gestart weer. Ik vind niet eens wat lezen. En dat ik niet de school schuld geven en in de school dat niet. En ik zorg niet dat ik een nieuw plan. Dan had ik een school gestudeerd. Niet met Bibel. Nicht was dann gehört, ich bin dann in Frage, und auch von jeder, ich sag, die Sorge kann man die Mathe lernen, die Dorf, die Brenkerie, was wir leben haben. Aber dann, wenn ich schon tief gehe, dann darf man das immer nur, ein Vorder zu viel getan ist, eine Liste, wir haben, und die Smack weer dan dat we de houden. En dat wil ik niet goed hard gaan. Veel meer dan dat. Je probeert het dat wat we doen. Van ik niet eruit te gaan. Maar dat alles veel. Met die zin op de goot weer dan weer van zelf in. Met de aan. Dan wil je een accident gaan. Christus, ich bin nicht weiß, das kann ich dann nicht sagen. Ich sage viele Mal an die Gebet, aber es ist so, als wenn ich die Radinanche in einem Sport Vater in Partner kann dir, und wenn ich wieder in die Prayers, so laut mir an zu Jungsten zu kommen, das wird mir gefreut. Und gut werken in Beten war, das Produkt. Dat vangt mij aan te interesseren, maar van het woord te hier. En wat aan het 2011, dat we in de ogen trying, merk voor de ook doorgaan. De boodschappen reden, zei het te mij, bij ogen zo, dan wordt eingeladen, dat ik wil Jezus overgeven, we kunnen verder komen. Ik voel dat Jezus roept mij, maar ik schoof dat op. Ik voor een huis, maar dan is het een huis voor, daar wordt me zeer angst. Mijn gelegenheid wordt verliezen. Ik heb gebed dat God me zal verschroten. Hij zal me de nächste dag nog einmal roten. Hij zal me niet teruglaten, me weer angst. Ik kan zijn, ik ging verloren, wanneer ik niet voor een ander meer. En es staat de nächste dag, de Glüro und des Hofes, de boodschap bleef waar te mij. God roept mij. En dan neem ik de tijd waar,
Ik blijf 3 vroeg en bijna om half. En hij erklärt mir dan, en ik kan boos dan. Für meine Sinn, mit all meine Sinn leid. En dan kan ik Jesus in mijn hart aanloten, dat je seine Freiheit. Als ik dan huisvoer, dan kan ik loben en danken Gott. Dort wird nicht das ein Ubenfahrher was. Dann wird was geändert in mir. Ich habe nie gewählt. Mir spürt sich so, die Menschen müssten doch sein können, ohne dass ich das sein darf. So leicht, dass es mir fallen darf, so eine Freiheit, dass mir das gegeben wird. Dass ich heute frei werden, dass ich Jesus in mein Hart haben. Und vor allem wie je ook tot Musik, viele Dinge, veel meer hoor. Maar dan vangt het aan te ändern. Dat braucht man Gebet, aber das wird nicht so schwer. So eine Freiheit aus einer Haar, das alte Leben, das Ding, was er alle tun hat, das ändert bei sich. Wenn sie einen Freund verloren, einer dann, aber du wirst nie ein Freund. Wo ich dir so dankbar für sein. Ich nehme an, du hast viele Hand für mich gebet. Hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde haben. Dann, wegen Sexere, kann ich lesen, ich kaufe mir die Bibel. Ich frage meine Schwestern, aus dem Fuß, wo man nicht lesen, mein Bruder. Dat heb ik veel ontstemming gemerkt. En wanneer ik met mijn partner voer, dan kunnen we het beten. We gaan, te zijn samen, wanneer we het zijn, we gaan in de Bibel gelezen. Ik kan jou zo dankbaar voor zijn dat ik lezen kon. En ik verdiene een Mut merken, wenn ich lesen kon. Van die ontstemming was merken, die was schon kein Resultat haben. Ich kann lesen, Gott sei Dank für sein. Und dann in 2012, dann leider in der Taufe, wo ich auf sein Zwingerreich gegangen in die Hoffnung Church. Und dort ging alles schein. Ich fand auch viel die Kämpfen schein, ich sind durch schwere Tiden gegangen, leichtere Tiden. Aber ich brauchte nicht mal allein gehen. Jesus ging mit mir. Und in 2013, dann befreit wir uns. Dus dort habe ich 5 Jahre in der Gemeinde mitgeschafft. Dann singt es doch so schön. Nicht alles für leichte Tiden, aber wir in der Gemeinde viel geschätzt. Nie für ein Jahr, dort bin ich in der Gemeinde hier. Ich viel mir angedacht, so wichtig Jesus das ist. Sache gewünschte Verantwortung, was sagt es vor? Gegen meine Familie, wo ich will haben, wo sie sagen, ob Jesus kann, wo ich gern will handeln, dann sagt das so, ein großer wird, wo du in der Gemeinde ist, wo du dahin steht, wo wir können, für dich mitschaffen, und wieder den Segen haben. Und so bedanke ich mich sehr für die Ordnung hier, dass wir uns so in der Stadt haben. Ein Ziel ist wieder für Jesus zu leben und in der Gemeinde mitzuschaffen. Dankeschön. Marius, ja, ik wil ook dat je mijn zeugnissen metteilen. Ik zie ook ganz perfekt geworden en heb mijn school in Neste gehad. En ik heb ook allemaal gekeken, over mijn boodschappen had ik, mijn gedanken had ik veel gekeken. Ich habe ganz anders sehen, ich habe die Jüngsten, was ich so genießen darf. Und ich habe viel Arbeit gesagt, und meine Eltern nicht einmal gehorsam gewesen. Ich habe lange hier bei dieser Gemeinde mitgeschaffen. Und ich behielt mir auch in 2011, als ich ein Buch lese, in einem Stuhl. Ich knall mich an und ich
Jesus heeft mij mijn zinnen gegeven en hij heeft mij de gegeven waar ik zo dankbaar voor ben. En waar ik nu para vela en ik kreeg een grote angst. En ik vroeg Jezus heeft mij voor de angst wegnemen. En hij noemt mij de weg en durch hij mij een Versen zijn. Er worden Sprüche 3 Vers 5 ist, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ik zie dankbaar wat ik van am Herrn verloren, wat hij mir reich vielen deed en sparen op den Lichttiden. En ik zie dankbaar wat die haben sich ständig abgenommen und an Ziel, dass wir wieder mitzuschaffen. Dankeschön. Und ich habe noch die die Apostelgeschichte, Vers 12 und Vers zu lesen. Und es ist in keinem anderen das Heil, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, den den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Okay, Dankeschön für das Zeugnis. Es wird von der Herr, wo der Herr geschafft hat, nicht so verschieden. Es ist ganz verschieden, einer mit den anderen, aber das hat uns einmal evaluiert von der Sinnhaftigkeit, wie han kunt Buße tun und am Annehmen. Ja, so soll erwähnt, sie sprechen sich so ut, sie haben den Wunsch, das Verlangen, hier so tüß zu sein in Schönfeld. So, wir haben von der Zeugnis gehört, und das ist dann wohl vertrüder mit Ernt, und je habt die Gelegenheit, ob Ernt zu besiegen. Und wenn der Herr will, was wir alle aufpassen dürfen, da wo wir bei einer Karten dann wieder merken, dass unser Ziel dann einmal ist. So, einmal, dass wir beten, und dass wir uns in den Städten, dass wir uns besiegen, noch merken, in der Gemeinde zu lassen. Gut, als nächste habe ich hier eine Taufe von Christina Peitasch. Also einen längeren Zeit 3, wo sie ein Zeugnis gibt, und dann evident die Umstände mangt, dass wir noch nicht können, die Taufe, übergehen zu der Taufe, so von der erste hier so, und sie freut sich hier so, auch die Jahres, die gekommen sind, Zeuge zu sein von, was sie eierhaft mitgeteilt, sie haben das Zeugnis verteilt, dass sie dem Herrn auch auf euch genommen, und dass sie auch von der getauft wurden. Wahrscheinlich erst dort, wenn wir einfach das Verlangen haben, das wie das fing bei diesen Kämmerer aus Morgenland. Er sagt, und er hat lang gesagt, dass wir einfach sein Wunsch war, dort mal zu finden, was anfehlt in seinem Leben. Und du hast den Bären einmal, du funkte dort. Und dann hat er nicht eine Frau, die das nächste wird. Er sagt, deuten Leuten, das ist das nächste, was du so erst. Und er fragt erst irgendwo, was er abhält. Und sie merken, dass du groß können getauft werden, denn er hat ein reichtes, echtes Verlangen. Und da wollte die erst dort nicht einmal so dort. Merken sie diese Motive, die hängen, wo wir man will getauft werden. Und wer hat als Tiet, oder meine Freunde, oder die Eltern wollen haben, oder ich will mich befreien. So, wo schützen uns dort nicht so? Wo wir uns berauben dann von Gott sein ursprünglichen Plan. Wo wahrscheinlich erst dort, wenn dort ein reiner Herzenswunsch ist, getauft zu werden. Und dort vertrauen habe ich, und so haben sie sich ausgesprochen ab dort, weil wir das so wieder merken. So, wir werden dann übergehen durchtun. Gut, ich würde Christina Frauen hier so noch nachkommen von den Frauen. Dass die ewige, allgültige Erlösung durch den gekreuzigten, gestorbenen und auferstandenen Sohn Gottes die alleinige Ursache deiner Seligkeit ist und dadurch die Vergebung aller deiner Sünden erlangst? Was antwortest du? Ja. Drittens, gelobst du durch Gottes Gnade und Beistand, deinen Heiland Jesus Christus zu leben und zu sterben, Gottes Wort und andere Gnadenmittel treulich zu gebrauchen und so dem dreieinigen Gott treu zu bleiben bis in den Tod? Dann Antwort. Ja.
Begehrst du auf dieses dein Bekenntnis, getauft zu werden? Was ist deine Antwort? Ja. Gut. Ich frage dich noch hinein für die Taufe. Auf das Bekenntnis deiner Sünden und auf das Bekenntnis deines Glaubens, das du für Gott in dieser Versammlung abgelegt hast, taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der auch liebe Klasse, willkommen in der Gemeinde des Herrn, hören auf. Der Herr segne dich, dass du an allen Segnungen und Diensten teilnehmen wirst und auch. Wir anerkennen dich als allerberechtigtes Mitglied in der Gemeinde. Gut, also vielleicht habe immer noch jemand, der wirklich wat te zeggen, wat met te doen, als ook gelegenheid hier op deze steht. Ja, für die Eltern ist es ein besonderer Tag, nicht so? Ich kann einen Segen geben für die Kinder, dass sie bewiesen, wie sie im Glauben. Und die sagten uns an in der Gemeinde. Und dass sie den Wunsch äußern, dass Christina hat, in der Gemeinde zu sein, also einfach mich verantwortlich zu merken. Gut, dann gehen wir über für den Gesang von der Jugend. So, Unity, so Jugendlehrer, bitteschön. Geloven. Die dagen dat Leute komen uit Matthäus 25, wo Jesus van reden hat, wat de ware geloven dat, wat we doen today, wat de hungrig zijn, wat de durstig zijn, die wat de niet gekleid zijn, die wat de krank zijn, die wat de inleggen doen. En wat we today mensen doen, dat is wat we te arm doen. So, ik vraag me, wat krijg doen we? Waar ik wie maakt weer op een roer, vielleicht weer een nood is. Wofür gehen, hat niemand nicht de Leute von uns gekregen. En de ware christliche Glauben, der regt wie dort vorbei aus, was kulturelle Linien sind, Hütklier. Ich denke te veel über die Menschen, die dran sind. In Rubio, bei der Semaphoros, bei der Suchboom, maakt wie die Menschen haben ihn verlangt. Die nennt er tragen, die Wut unterbeuten. Und das nächste Leute, was wir singen wollen, das manchmal weiß ich nicht mehr, sehr besondere Gedanken. Wir fertig kommen wir an einen Platz, wo wir nicht kriegen wollten, was ist das nächste? Wir fühlen uns so eng, wir fühlen so, wir sind kraftlos und wir haben Sorgen. Und wir verstehen nicht, was das nächste ist, was wir einmal doing sind und wir kennen und wir sollen Gott, die kommt an, wir sollen das heute haben, alle machen. In Himmel und auf die Erde. Und die Macht und die Kraft, die ist zur Verfügung. Und wenn ich die annehme, dann sehe ich Segen in Christus. Ich wünsche, mein Gebet ist, dass wir Segen sein für ihn.
christlicher Glaube wird mich schaffen, denn er kleidet die Nackten und tröstet die Traurigen, er gibt den Hungrigen Brot und beherbergt Verwundete. Sorgt für die Blinden und Lahmen, die Witwen und Waisen zu Maßen. So wandelt der christliche Glaube und der vermilderte Gern und bietet zur Hilfe die Hand. So werden wir alles für alles haben. Christlicher Glaube wird sich schaffen, denn er kleidet die Nackten und tröstet die Traurigen, er gibt den Hungrigen Brot und beherbergt Verwundete. Überfluss ward uns gegeben, Dankbarkeit geben wir aus. So wandelt der christliche Glaube, das Böse besiegt durch Gutes, die Antwort auf was seid ihr Liebe, so können wir alles für alles sein. Christlicher Glaube wird sich schaffen, denn er kleidet die Nackten und tröstet die Traurigen, er gibt den Hungrigen Brot und beherbergt Verwundete. Manchmal weiß ich nicht mehr, wie es weitergehen soll. Jeder Schritt ist kraftlos und das Herz ist sorgenvoll. Doch dann sehe ich, wie du die Erde durch das Weltall legst und uns Menschen täglich neu das Licht der Sonne schenkst. Und dann wird mir klar, wie groß du, Jesus, bist und dass kein Problem zu schwierig für dich ist. Alle Macht im Himmel und auf Erden liegt in deiner göttlich großen Hand. Alle Macht im Himmel und auf Erden liegt in deiner göttlich großen Hand. Alle Macht im Himmel und auf Erden liegt in deiner Hand, und wir warten gespannt darauf, vor dir zu stehen
ich weiß, dass du der Herrscher über alles bist, der trotz seiner Größe mich hier unten nicht vergisst. Und wenn die Schwierigkeiten groß wie Berge vor mir stehen, hilf mir dann vertrauensvoll zu dir, Herr, aufzusehen. Und dann mach mir klar, wie groß du, Jesus, bist. Und dass einfach nichts unmöglich für dich ist. Alle Macht im Himmel und auf Erden liegt in deiner göttlich großen Hand. Alle Macht im Himmel und auf Erden liegt in deiner göttlich großen Hand. Alle Macht im Himmel und auf Erden liegt in deiner Hand, und wir warten gespannt darauf, vor dir zu stehen und dich in deiner Größe ganz zu sehen. Alle Macht im Himmel und auf Erden liegt in deiner göttlich großen Hand. Alle Macht im Himmel und auf Erden liegt in deiner göttlich großen Hand. Alle Macht im Himmel und auf Erden Liegt in deiner Hand, und wir warten gespannt darauf, vor dir zu stehen und dich in deiner Größe ganz zu sehen. Dankeschön, Jugendfahrer. Der Lehrer, alle Macht im Himmel und auf Erden. So, der wird ein Tag sein, wer uns Scharat hat. In unserer christlicher Glaube, solange wir hier sind, dann haben wir den Glauben nicht zu lehren. Muss der Herr dort geben. Da haben wir ein Wort von John, Gottes Segen. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Ja, Jugendlehrer, wenn ich hier so schön singe, dann dachte ich immer nur, wo wird es im Himmel sein? Könnt ihr das verstehen? Wird im Himmel was sein? Wordt het doch klein geworden? Wat van een Siegesleider, Lobleider, door angesteld worden? De Gott hier. Gut. Mein Thema von der ist christliches Wachstum. Wie geschieht das? In das Tagsvers, weil wir uns etliche Vers nehmen, mit 1. Petrus Kapitel 2,
Vers 1 wird da stehen, was ich lesen. 1. Petrus 1, Kapitel 2, Vers 1. So leget nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alles Afterreden und seid begierig nach der vernünftigen lauter Milch als die jetzt geborenen Kindlein, auf dass ihr durch dieselbe zunehmet. Sehr anders geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, zu welchem ihr gekommen seid, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott ist er auserwählt und köstlich. Und auch ihr, als die lebendigen Steine, baut euch zum geistlichen Hause, zum heiligen Priestertum, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesu Christus. Darum steht in der Schrift, siehe da, ich lege einen auserwählten köstlichen Eckstein in Zion, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Euch nun, ihr glaubet, ist er köstlich, den Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden. Zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßens und ein Fels des Ärgernisses. Denn sie stoßen sich an dem Wort und glauben nicht daran, wozu sie auch gesetzt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Tugenden, dass er euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr weilet nicht ein Volk waret, nun aber Gottes Volk seid, und weilet nicht in Gnaden waret, nun aber in Gnaden seid. Christliches Wachstum, wie geschieht das? Vers 2, und seid begierig nach der vernünftigen lauter Milch als die jetzt geborenen Kindlein, auf dass ihr durch dieselbe zunehmet. Eine Anleitung für diesen Tags, wo ich das mal sagen, erst das erste Kapitel hier im 1. Petrusbrief. Besonders an denken, dass die Vers 3, 4 und 5 wird sagt, gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns durch seine große Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwertlichen Erbe, das behalten wird im Himmel euch, die es Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass sie offenbar werden zu der letzten Zeit. Von was redet hier? Von geboren worden. Wodurch? Durch die große Barmherzigkeit. Das sagt die ganz klar, dass Gott hat uns durch seine große Barmherzigkeit wahre geboren. Und wenn du was geboren ist, du hast gelernt zu wachsen. Solange sich was geboren ist, wo kann was wachsen. Was ist geboren, dann kann es wachsen. Der natürliche Mensch wird geboren, und durch die Nahrung, was die kriegt, eine Gesundheit, was er hat, dann wächst der Mensch. Eltern sehen mit Frieden an, wenn ein niegeborene Kind wachsen wird. Ganz kurz komme ich ein Schaf nennen, wo wenig Menschen werden werden. Ein nahtete Schaf. Und die Eltern, die werden ganz überrascht, dass sie immer sagen, dass ich den Namen komme. Weißt du was? So ein kleines Kind, was ein paar Monate alt wie haben sie auf der Wegschule liegen, in die Schaf. Der früh wird dann gekommen, in die Schaf dann gekommen, und sein Wort schwor als ans Kind nu. Hafe genommen, und auf einem Haus war sie an der Stunde hingegangen. Dann sage ich, das ist eine Freude. Ich sage, du hast genommen, Mann, ja? Sie haben das genommen. So und so viel 100 Gramm hat er abgenommen. Ich bin eine Freude für die Eltern. Wenn er hat so und so viel 100 Gramm aufgenommen, weißt du was? Das ist eine große Täuschung gewesen für die Eltern. Wenn ich kann so ganz freundlich checken sein, ans Kind hat genommen. Das ist, was die Bibel von reden hat. Das soll tonehmen. Kreis im Geistlichen. Sagt das da, was sie von euch getauft worden. Ich glaube, das Ziel ist tot zu nehmen. Adler sind ein Stückchen Träge getauft worden. Das Ziel ist tot zu nehmen. Und es ist allein Träge getauft worden. Aber das Ziel ist ein Hammer wahrer, ein Verlangen als ein Gebet als Haar. Lass mir wachsen in der Erkenntnis in dem Wort. Lass mir wachsen in dieser göttlichen Natur mehr teilhaftig zu werden. Haar. Lass mir die mehr ähnlich werden. Wachsen, ja. Das wir uns tags von reden da. Begierig nach vernünftigen lauter Milch. Wir wissen dort, dass diese Milch wird hiervon reden, das ist vernünftige lauter Milch,
Dort ist der Markt, wo nichts mankiert ist. Das wird nichts nicht gedampelt. Du hast nichts nicht schwacher gemerkt worden, sondern das korrekt so aus der Mutter, die geben kann für ein Kind. Für den Markt redet hier. Und dort wird euch ein Kind, sofern was können tonehmen, wenn es gesund ist. Die geistliche Geburt ist durch den unvergänglichen Samen des Wortes Gottes passiert. Die geistliche Geburt ist durch unvergängliches Blut des Sohnes Gottes. Also einmal durch unvergänglichen Samen des Wortes Gottes und unvergängliches Blut des Sohnes Gottes. Durch entsteht diese Geburt. Die geistliche Geburt. Und wenn wir von mir geboren sind, dann ist nur Gottes Willen an uns, dass wir wachsen dann. Dass wir tonehmen dann, dass wir nicht von stehen bleiben, wo es ein Kind, was bloß einmal krank ist, bei der Weg geblieben. Was die geboren ist. Weißt du, ein Kind, das ist so und so alt, haben wir krank bei der Weg stehen geblieben, was geboren ist. Weißt du, die Worte waren leichter. Gestorben über dem. Aber Eltern haben sich immer gefreut, wenn sie sahen, ein Kind an einem Tau. Das soll checkt der Haar von auf dem Himmel rauf. Das checkt auf uns Menschen, ja. Das wird wir sein, dass wir durch die Erlösung, wir haben auch eine sehr klare Botschaft hier von dir, Bruder Pancho, hat uns hier eine sehr klare, deutliche Botschaft gebracht von dir durch diese Eröffnung. Und die wird dort erfahren haben, dass durch diese Barmherzigkeit Gottes in dem Leben gekommen, dass sie kein Buße tun über ihr Leben, sondern alle Leben aufgestorben, sind abgestorben, nie Leben in Christus. Und dann von dir, durch Gottes Gnade, kann es sein, ich habe gewaschen. Ich sehe auch stärker geworden, als ich dann wir. Ich kann auch besser stehen, als ich dann kann. Wenn ich groß kann anfangen zu gehen, dann bin ich so schwach auf meine Beine, nicht wahr? Das ist ein kleines Kind, fällt leicht an. Und das soll wir vielleicht auch in uns nie Christenleben, falls machen wir wieder mal so schwach. Aber ich habe gewaschen. Ich habe teilgenommen. Nu sehe ich nicht mehr da, wo ich dann bin, wenn es mich bezieht. Ich sehe doch auch viel, wie das ich dann bin. Bis zum Glauben kommt. Und wen? Durch Gott seine Gnade, seine große Barmherzigkeit. Das Neue Testament redet viel von dem Wachstum und redet viel von Zunehmen. In 2. Petrus, das 3. Kapitel, 18. Vers, das ist der letzte Vers im Petrusbrief, der Schrift der Apostel dabei. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, dem sei Ehre nun und zu ewigen Zeiten. Amen. Und was? Er schlägt auf, wachset aber in der Gnade. Das wachsen in der Gnade, das wachsen in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. So was passiert, wenn ein Christ wachsen wird in dieser Gnade der Erkenntnis? Da wird der Rieper. Der wird stärker. Das ist nicht mehr ein Buddelbaby. Weißt du, es ist ganz okay, wenn die Buddelbabys sind. Das, was die am groß bezieht haben, wird manchmal sagen, sind ein bisschen die Buddelbabys, nicht wahr? Die sind noch so schwach. Aber wenn die diese Nahrung zu sich nehmen, dann werden die stärker. Die schieben die Buddel nicht weich, sondern die tun das ein Kind, was nach bei der Buddel ist, eigentlich so lang genug und ist hungrig genug, ja? Das steht in wahre geborene Kind Gottes, wenn gesund ist. Also war wir eine Frau, wie kommt eigentlich biologisches Wachstum zustande? Biologisch, das ist ja natürlich, oder ja, physisch. Wo kommt so ein Wachstum zustande? Erstens, muss die Geburt sein worden. Zweitens, muss die Nahrung sein. Drittens, da muss eine Bewegung sein. Viertens, wenn die Gesundheit da ist. Und fünftens, in der Zeit, da ist die Zeit, der Wachstum, ja. Was ist nicht all das, was in Geistlichen braucht? Lebt ihr hier? Horcht man, muss nicht erst geboren worden, um zu wachsen? Familien geboren worden? Muss nicht Nahrung sein, um zu wachsen, der geistliche Mensch wachsen kann? Ganz bestimmt. Muss nicht eine Bewegung sein, wo Luther mit Meier hinabkommt? Muss nicht eine Bewegung sein, der geistliche Mensch wachsen kann? Ganz bestimmt. Du musst doch Gesundheit sein, dass du gesund im Glauben ist. Die Bibel von, gesund im Glauben. Und dann durch die Zeit, was Gott schenken wird,
als de zonne genood, dat wir nicht darin hebben, dass wir wegbleiben, wo wir dann wären, wenn wir uns beziehen, sondern wir können durch Gottes Genot sein, dass ich soll wiederkommen in mein geistlicher Kampf. Und er kommt von nicht anders, als Gott danken, dass er mich wiedergeholt hat, dass er kann waschen und tun nehmen. Ich sehe nicht raufgekommen, ich sehe hergekommen. Ist das Zeugnis, was du von der kannst geben, lieber hier? Kannst du von der sein, dass Gott seine Genot, ich habe teilgenommen in meinem Leben. Ich kann einfach zeugen davon, dass, wenn ich so in intime Gemeinschaft mit Gott leben darf, habe ich mich wiedergeholt, waschen und tot zu nehmen. Ich sehe wiedergekommen. Das Wort, erstens mal, war da wieder nachgehen durch geistliche Nahrung. So ist ein kleines Kind, haben wir uns gelesen an so einem Tag, begierig normal. Wo lässt eine Mama nicht manchmal so viel Dinge liegen, wenn es ein kleines Kind so begierig normal ist? Weet je wat eine Mama, wat eine große Multitude hat uitgereicht für Jas, wenn sie Jas ankommen, dann sagen wir, du hast Jas. Noch einmal dann geht die Mama vom Dash. Und dann habe ich mal Zeit für ein kleines Kind, das kann Nahrung zu sich kriegen hat. Wovegen? Bis das was so anhält. Wat lässt eine Mama nicht alles Tag? Laat die Jas am Dash und geht mal apart und dat man Kind Nahrung geben. Wovegen? Bis das Kind wird so hungrig. Und das ist das Kind, was wassen das? Lieber zu jeder. Das ist ja so wie, das ist ja Gottes. Was wir wassen, weil wir so einen Hunger haben. Weil wir so begierig sind, als die Bibel sagt, so ist ein Kind nur der Mahl begierig ist. Weil wir so begierig sind, und das ist der Mahl, das ist das Wort Gottes. Und wir so begierig sind, und nun Studierende sind, dann fingen wir dort, das ist ein Wassen, das ist ein Ton nehmen. Die Gäste, diese Mahl, das ist das Wort Gottes. Und dann ist ein Ton nehmen im Wort Gottes. Viele Menschen würden hier das Zeugnis geben, dass ich halt sehr gewassen. Aber weißt du was, so Menschen kann nicht das Zeugnis geben, bis sie nehmen gleich viel geistliche Nahrung zu sich. Kannst du dir vorstellen, stark zu sein in Christus und viel geistliche Nahrung zu dir zu nehmen? Aber weißt du, dort kommen wir zurück. Das sei es scheint, dass wir diese Gemeinschaft haben. Und ich freue mich, den Hunger im Wort des Gott zu sein in unserer Versammlung. Dass so viele Menschen kommen zu der Kirche und die sind ganz bei der Sache. Die sind aufmerksam auf das Wort, was gepredigt wird. Das weist, dass es geistliche Gesundheit. Aber das allein der noch nicht, liebe Zuhörer. Das braucht eine persönliche Gemeinschaft, eine intime Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Herrn, wo wir immer wahre Norrentanz nehmen dürfen. Wir dürfen nicht bloß einmal den Weg an den Norrentanz Charpa nehmen, das tun wir pünktlich. Wovegen? Wir sind uns fit an der Kraft und dann wieder schaffen, nicht wahr? So ist ein Geistliche genau auch zu stehen. Wir müssen immer wahre Norrentanz nehmen, in einer merkten Anstrengung, sein wiederzukommen. Ungeistliche Nahrung kann ein Christ gut nehmen. Du wirst kein Christ wirklich wasen ungeistliche Nahrung. Da braucht es die geistliche Nahrung. Dass wir einmal wieder in den Wort Gottes kommen. Da braucht die geistliche Nahrung, dass wir einmal wieder die Bibel zur Hand nehmen. Dass wir Gottes Lesstoff zur Hand nehmen. Und wir bemühen uns. Und wir beten es einmal wieder durch und sagen, Herr, lehr mich nochmal nach mir erkennen, was mir lehren, was ich tun wird. Denn nach Tijper wird gerinnen können, das sagt in Epheser Kapitel 3, dass wir nach Tijper werden verstehen können, von der Länge, die Breite, die Höhe, von der Erkenntnis Gottes nach Tijper verstehen können. Herr, lehr mir das doch. Und dort braucht dort, dass wir studieren dann. Dort braucht dort, dass wir Anwandlung merken dann, dass einmal war was Anwandlung gemerkt, Eten zu merken. Und gestern, ich sagte meine Frau, für mich braucht nicht tätig Mittag sein, mir hungert nicht. Und dann über dem, immer wenn sie Schmerz merken, dann hat ein paar Mal gesagt, man, hat mich dort Mittag von der Schein geschmeckt. Hat mir krank getroffen. Die Anwandlung gemerkt worden, ich hatte Hunger über dem, und ich komme einen großen Schein, schmeckt, konnte das eten. Und dann verdient man, was ich steuert. Ich hat Schein eten kann. Genauso ist es im geistlichen Leben, liebe Zuhörer.
Da immer falls es wenn irgendwie der Hunger ein bisschen verschwungen ist, nicht wahr? Dann ist es aber wichtig, dass wir sein, wo ich erst nicht Hunger da. Weil bei mir wir jetzt eine angespannte Zeit, die Betrachtung, dort wie was wir. Und es dort ist, getan hat, was ich an mein Hart hat, ich tun soll, wenn ihr dort hinter mir haben, da werde ich eine große Appetit und scheinbar mal kein Essen. Und dann ist es wichtig, dass wir sein, was lehrt uns Tagsans. Jo, die lebende Kinder Gottes, die haben einen Hunger nach der geistlichen Nahrung. Die lesen in der Bibel gern, mit Interessen. Einmal war was die Bibel zur Hand genommen. So viel heim, ich frage mich, was die hier in die Fuder jetzt vorab, der Ehemann, die nimmt die Bibel, in die Familie saß ich da, und die Fuder lassen, was fehlt im Wort Gottes. Und er sind veel Kinder, er sind veel Jugend von dir, die sagen, dass mich hungert nach Wort, aber ich kriege das nicht. Habe ich im Jährlichen all gewassen? Hier wir schon das Zeugnis, ich kann es nicht lesen, wenn ich kann nicht lesen. Was passiert hat? Durch Anwanderungen. Weißt du was? Am wieder zu kommen, am Wasser tot zu nehmen, damit wir Anwanderungen im Leben. Und wo es wer was wir können sagen, da hat noch kein Unterschied mehr, sind die großen Anwanderungen, ich habe gemerkt worden, hat noch kein Unterschied mehr. Wo kommt das, der Arten von der Tag so viel mehr vom Acker geben, als das 10, 15 Jahre treten. Durch all die Anwanderungen sind nicht gemerkt worden. Und genauso ist es im geistlichen Leben. Wenn wir Anwarnung merken, dann sei wir dort, weil wiederkommen das. Ja, und dann, was noch? Dann hast du hier in der Bibelarbeit, und wir arbeiten uns im Wort Gottes nennen, und sein Deutlich zu verstehen. Die wollen nicht so leicht irgendwas bis leggelassen und hingelassen und utlassen, noch nicht geistliche Sünde, Kinder Gottes, die sind begierig nur der Mahl. Das ist ein kleines Kind, nur der Mahl begierig ist. Nämlich eine Seelenspeise. Wenn die geistlich wachsen wollen, dann brauchen wir ganz beständig eine gesunde Ernährung, nicht wahr? Mangelhafte Ernährung, dort macht sehr schwach. Und even sind manchmal krank. Wir sind ungeernährt, körperlich. Viele Menschen auf dieser Welt, die kriegen nicht genug Eten. Die sind ungeernährt. Die werden krank und die sterben. Dasselbe passiert im Geistlichen. Weil manchmal, was man ungeernährt ist, das wird so schwach. Das ist so schwach. Und über dem, der stirbt. Erst wenn ich zum Glauben gekommen, war nicht Nahrung zu sich genommen, die werden Hunger da noch. Die werden verlangen, mir nichts, dir nichts, dem wenig dran. Gottesdienste sind nicht wichtig. Wenn Passwort tun, aber ein volles Leben, das ist ja almost viel scheiner, wo ich nicht dort. Für Fleisch ist es scheinbar, leider hier im Geist. Da leben nicht nur der Walles noch, im Geist leben und Wort Gottes noch, dann nehmen wir diese Nahrung immer zu uns, das ist dort, wo wir stärken, und es steht, dass wir aufnehmen, nehmen wir zu. Ich will 3 Fragen stellen. Ernährst du dich mit der biblischen Nahrung? Das ist eine Frage. Zweitens, ist das Wort der Bibel deine tägliche Speise? Ist es? Das Wort der Bibel, ist es deine tägliche Speise? Drittens, oder hast du nur eine dünne Wassersuppe? Ich weiß nicht, was ihr sagt, diese Suppe ist mit sehr Fleisch, nicht wahr? Das ist meistens eine Wuttersuppe. Das ist doch was noch mal gemerkt. Lass mich hier, ich habe es eine Frau, aber was das du die näher? Das ist eine schöne Speise. Was eine Wuttersuppe ist, dort dient Hand und flake Christenleben. Und wir hören von der Tag manchmal von flake Christenleben, nicht wahr? Du hast gleich wirklich deep gewartet. Du hast gleich der Anker ist gleich deep gegangen. Und das ist ein flake Leben. Ja, ich nehme nochmal die Bibel, die Schuldigkeit, und lese. Ich fahre nach ziemlich pünktlich nach Church. Aber nicht ganz pünktlich, wir wissen nie, wie war das, sagt, welches nach Church fahren. Ja, ich tue nach dort, nach dort.
Aber weißt du was, wenn wir nicht genug Nahrung zu uns nehmen, dann bringt das alle mit sich, dass Menschen immer bloß gemein zu lange haben, von zurückbleiben, immer mehr zurückbleiben. Das ist was mich schon kämpft, für viele Menschen. Die haben wenig dran. Was ist der Harmo von Belsatzer? Man hat dich auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden. Weißt du was, Belsatzer, die wird auf eine Wäschschule gelegt. Aber weißt du, die Wäschschule, die dürft bloß nicht so viel, sie dürft so. Ich lese feine Lehren von den Briefen. Meine Wäschschule, oder in Gottes Uhr die Wäschschule, dürft meine Weg, was die dürfen soll. Das ist auch mehr abdrücken, als damals hat mich beziert. Aber wirst du von jemandem sagen, weißt du was? Weißt du was? Ich sie direkt leer, ich komme sich damals mich bezieren. Das sagt so viel, dass zu wenig Nahrung angenommen wird. Zu wachsen in der Gnade der Erkenntnis Jesu Christi, sag ich, schreibe das mal, da muss die Bibel in uns nennen und wie in der Bibel nennen. Sie verstehen? Das Wort Gottes in uns nennen und wie dann in das Wort Gottes nennen. Dort ist was wissen das. Dort ist was tonehmen das. Dort ist es ein Kind, der Norden zu sich nimmt und dann wird es immer stärker und stärker. Aber wenn wir dann nur Maltanz genommen haben, haben wir Titel mal gekriegt, aber weißt du, lebt hier, wir können nicht was wieder mal blieben. Das kommt immer bei durch, man will feste Speise verdrehen. Kleine Kinder wird nicht kurz eine feste Speise geben, eine schwere Multi geben. Würde ich normalerweise haben, was ein kleines Kind futz wird, die von der ersten Tag an eine Schiefschabeln nennt die kriegen? No. Oder eine große Fleischmultit? Nee. Was dann? Der Mahl für das Kind braucht das. Und weißt du, das dort, da wir es Christen. Aber wir sollen immer dazu kommen, dass wir keine feste Speise zu uns nehmen. Und der Apostel Paulus muss immer zu den Korinther sagen, weißt du was? Ich will jedem mal eine Speise versagen, weil die sind plötzlich bereit für diese Speise. Da muss die Italiener Gemeinde sein, 1. Korinther Kapitel 3. Vers 1. Und ich, liebe Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit Fleischlichen, wie mit jungen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht Speise. Denn ihr konntet noch nicht, auch kennt ihr jetzt noch nicht. Was das mit der Korinther auch hier warst. Weißt du was? Das dreht sich bloß um das äußerliche Ding. Wer ist das gerade? Paulus, Apollos, Petrus? Wem will ich aus mir deiner Hand? Wer soll mein Anlehrer sein? Und weißt du, so eine Dinge, das dreht sich dazu. Und Paulus sagt, ich kann dir noch nicht eine falsche Speise geben. Da kann ich euch nicht, da kann ich von dir nach mich sagen, hey. Willst du sagen, geht an so eine Dinge ist dort. Liebe Zuhörer, das ist wichtig, dass wir klar haben. Wir machen klar in unserem Leben, dass jetzt dass wir uns lesen an der Erkenntnis, der Gnade und Erkenntnis in Christus Jesus. Und die, was du an Ton nehmen, die können diese falsche Speise verdrehen. Und dann sind die nicht empfindlich. Weißt du, von der ersten Tag, die Bibel sagt uns, dass in der letzten Zeit die Menschen wollen sich predigen abladen, und das an die Ohren jecken wollen. Und was passiert von der ersten Tag? Weißt du was? Ich habe euch letzte Zeit gemerkt, wenn Menschen Anstoß genommen über eine Botschaft, wo sehr klar ist, die Worte gepredigt worden. Ich rede nicht von, wo ich gepredigt habe. Und ich habe klar gehört, ich habe die Botschaft immer gehorcht, und ich nahm das an, es ist eine reine Worte, was gepredigt wurde, und jemand war ein großer Anstoß genommen an. Wo wir sind in Gefahr, wenn wir nicht teilgenommen haben, im Geistlichen, eine falsche Speise verdrehen haben, da einmal das war bloß nur horchen, als wenn sie Urne jägen dann. Dort wollen ich zum Wachstum bringen. Wir müssen besser immer wieder beten, Gott sieh du mit den Boten Gottes. Dass die Boten Gottes von Rüt können, die wollen die Wahrheit zurückbringen, durch das göttliche Wort, durch den göttlichen Wellen, dass die wollen stark werden, dass die wollen anwachsen in Christus Jesus und die Gnade der Erkenntnis, so dass sie lesen in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 18, dass die wollen das dort zunehmen, dass die wollen starke Christen geben. Bis zu der letzten Zeit, wo wir uns an befinden, da braucht dort ein starker Christ.
dass wir abgewaschen sind, dass wir starke Speise verdrehen können. Wir haben mal in Hebräer Kapitel 5. Da sei Vers 11 wieder. Davon hatten wir wohl viel zu reden, aber das ist schwer, weil ihr so unverständlich seid. Und ihr solltet längst Meister sein, bedürfet wiederum, dass man euch die ersten Buchstaben der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe, nicht starke Speise. Denn wem man nach Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein junges Kind. Den Vollkommenen aber gehört starke Speise, die durch Gewohnheit haben, geübte Sinne zu unterscheiden, Gutes und Böses. So weiter redet wird Gottes von. Ich schrieb an Hebräer, redet davon, dort sind haben so eine, die können doch gleich die starke Speise verdrehen. Aber den Vollkommenen aber gehört starke Speise. Weißt ihr was? Wir sind aber durchgekommen, so vieles wie, das wird Gottes gehört haben, und dass wir uns geäuft haben, wird Gottes, dass wir gewaschen genommen haben, dann sagen wir, ich brauche nur starke Speise. Wir sind auch reif für starke Speise, jo. Gut, gehen wieder. Nächstens. Wo ist christliches Wachstum da? Durch geistliche Bewegung. Weil ich am Anfang sehe, dass ein Kind, ein Mensch, wenn die geboren ist, der eine Bewegung kann. Wo soll ein kleines Kind teilnehmen? Weil er wird im Bad gelegen, von einem Jahr zu anderen Jahr, und wird mit dem Maltbeutel gefordert. Er wird keine Bewegung haben. Kennt ihr feststellen, würden ein starker Mann geben, das von der hier viel starke Mann gehen soll. Ohne Bewegung würde nicht. Aber vielmal zu kriegen, was noch einmal schwach geblieben. Noch einmal schwach geblieben. Weswegen? Das wird nicht anwenden. Und welche viele Christen von der ersten Tag, weil das sein sogenannte Christen, die waren nicht stark, wenn die mit Eigung erleben. Die waren nicht gleich an. Die hören viel Botschaften. Die sind pünktlich in der Kirche, und sind hier oben in der Kirche, und dort oben in der Kirche, und dort war eine Flasche steht, und dort eine Flasche steht, sind meist irgendwo sind zum Platz. Was nicht unbedingt gesagt hat, die geistlich wurden, Tony. Wo wenig. Die merken gleich eine Bewegung. Die waren nicht gleich an. Jetzt haben sie viel. Aber was halt mir all das hier? Versteht mir reich. Wenn ich das mal reden da. Ich will nicht sagen, wenn ich so ein pünktlich in Wort Gottes komme. Das braucht ich. Aber wie man Anwendung merkt. Wie man eine Bewegung kann. Aber wenn ich Bewegung merke, dann dort wird die Weiten in Wort Gottes. Wo erwartet worden, stark worden. Kriegen wir ein kleines Kind. Das kleine Kind, wenn es das Licht und stark hat, wenn es das kleine Kind so schrecklich mag und taugt alles, was taugen kann, das war alles an, was es hat. Und weißt du was? Das Kind wird stärker, stärker und stärker und was an, dann vollkommener Mann. Stärker Arbeiter. Das ist dort mit wie im Geistlichen. Das ist wichtig, dass wir uns anspornen lassen vom Wort Gottes. Dass wir begierig sind in der vernünftige lauter Milch. Und dass wir begierig sind in eine Speise, womit wir können stark werden, dass wir von der Vollkommenen sind und eine starke Speise verdrehen, die durch Gewohnheit haben, geübte Sinne zu unterscheiden, Gutes und Böses. Weil ihr viele Menschen von der ersten Tag, die können nicht unterscheiden, Gutes und Böses. Und von der viele Menschen können nicht unterscheiden, wenn er bloß nur predigiert, dann der Reit alles anzunehmen. Und so passiert von der so viel. Durch all die Medien, was es sind, durch alles, was geboten wird, wie macht das so klar, was der angeht für dir und unser Rass von Menschen, die nehmen so viel an, deswegen, dass sie haben nicht stark, noch nicht gelehrt, was eine starke Speise ist. Sie sind bloß einmal bei der Schwache geblieben, haben nicht genug Bewegung gehabt, nicht genug Anwendung gemacht in ihrem Leben. Die blieben schwach als kleine Kinder und die nehmen irgendwas an, was sie nicht so annehmen. Kriegst du ein kleines Kind. Das geht manchmal was und stoppt der Mühl, was nicht so eine Mühl stoppen. Was nicht eine Speise ist. Das ist nicht eine Speise. Das sind Kind verdorben, was das Mühl nimmt. Das ist nicht, was gesündet. Kind. Check mal, die schwindet Mühl, dem sagt die Mama, jo. Wisst das nicht, was gesündet. Das ist, was von der ersten Tag passiert. Deswegen ist es wichtig, dass wir wachsen, dass wir Ton nehmen, dass die Bewegung ist. Jo, dass wir Wort Gottes anhören, aber dann auch Täter des Wortes, das Jakob beschrieben hat, nicht bloß ein Hörer allein, sondern auch Täter des Wortes. Und was braucht am Täter des Wortes zu sein? Dann braucht es immer wahre Beten. Herr, lehre mich nach meiner Verstehen. Herr,
Leer mir, wenn wir beim Wort Gottes durchsagen, zu lesen, zu studieren, ich war das ja nach Deipan ankommen, was es wirklich das Wort hat. Wisst ihr, das Wort, was uns freimerken das ist das unvergängliche Wort, und dass wir wollen verstehen können, dass wir bloß durch das Wort und durch das Blut Jesu Christi das Wort Leben haben können kommen. Und wir sollten können wasen. Noch einmal zum Schluss. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 2. Und seid begierig nach der vernünftigen lauter Milch als die geistgeborenen Kindlein, auf das ihr durch dieselbe zunehmet. Ich würde fragen, eine Abstunde zum Gebet wird passt das. Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für dein Wort. Herr, du hast uns kraftvolles Wort hingelassen. Ein Wort, was das Leben geben hat. Aber Herr, wir sehen, du hast uns ein sehr ernstes Wort hingelassen. Ein zweischneidiges Schwert, oder Schwab ist ein zweischneidiges Schwert. Wir danken dir, Herr. Du weißt, Herr, dass wir sollen besser verstehen können, die Wichtigkeit von hungrig sein mit dem Wort. Omdat wir können toenemen, zoals kleine Kinder, die de maal heran sind, en toenemen dan Herr, so sagst du in dein Wort, so soll wir auch sein, zu der Geistliche. O Herr, ich bete, lass das noch anspornen dein. Lass uns so groß worden, weil wir irgendwo nicht teilgenommen haben, weil wir noch zugleich erfangen worden, Herr, vergib uns. Gib uns nie Mut und Kraft, für euch zu gehen, die Wichtigkeit zu erkennen, und zu sein, wie wichtig das ist, dort ein Wachstum ist. Dort ich was und toenehmen da, dat mir nicht wat tevreden geben in de leeuw ik ziel, zo'n ze goud. Dat mir nicht wat tevreden geben, ik ziel, jou ze goud, als mijn nobel is. Mijn broeder bezien mij en mijn zuster bezien. Haar, wat ik wat toenemen. En de genood en de erkenntnis in Christus Jezus. Amen. Da wir zum Schluss singen, Nummer 495. Noch für alle kennen ist das geschrieben am Chor, sagt, Herr, ich stehe zu deinem Dienst bereit, alle Kräfte habe ich dir geweiht. Alles wird bei Jesus kann gehen. Ich will folgen, Jesus, dir von Tag zu Tag, dir nur dienen will ich, Herr. Hab ich hin und wieder auch Genügen macht, dir nur dienen will ich, Herr. Herr, ich stehe zu deinem Dienst bereit. Zeit und
So, auf der Botschaft habe ich gebracht heute nur ein Vers nach Matthew eben zum Schluss, dem hier die ich in der Eröffnung von der Panzer da haben. In Epheser Kapitel 2, Vers 10, der allerlei denken. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Ich würde Frauen noch abneigen. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, so welchen Gott uns so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sind mit euch. Amen. Wir scheiden im Frieden des Herrn.